Zum ersten Mal wird in Deutschland ab heute eine Hauptstrecke der Bahn wegen Sanierungsarbeiten monatelang gesperrt. Auf der vielbefahrenen Verbindung Frankfurt-Mannheim sollen bis Mitte Dezember Gleise, Oberleitungen, Signale, Weichen, Brücken, Bahnhöfe modernisiert werden. Der Staatskonzern erhofft sich davon einen störungsfreieren Schienenverkehr. Derartige Generalsanierungen sind bis 2030 für insgesamt 40 hochbelastete Korridore in Deutschland geplant. Die Bahn steht wegen ihrer schlechten Infrastruktur ja weiterhin schwer in der Kritik. Über all das möchte ich sprechen mit Stefan Gelbhaar von den Grünen, verkehrspolitischer Fraktionssprecher. Nee, wir hören erst mal noch den Herrn Merz. Der hat zum Thema nämlich auch was zu sagen. Das ist der von der CDU. Die Bahn muss ihr Angebot reduzieren, damit das reduzierte Angebot wieder zuverlässig erbracht werden kann. Die Bahn wird überfordert und überfordert sich im Augenblick selbst. Und das geht nicht. Es werden ja immer weitere Angebote auch von der Bahn erwartet. Das kann dieses komplexe System offensichtlich in der Konstellation, in der es im Augenblick aufgestellt hat, nicht erbringen. Das gilt sowohl für die Technik, das gilt aber auch für das Personal. Die Bahn ist überfordert. Und zwar nicht punktuell, sondern strukturell. Klar, über Schuld kann man da auch reden. Aber erstmal möchte ich reden über das, was das bedeutet, was das auslöst in den nächsten Jahren. Mit Stefan Gelbhaar von den Grünen. Er ist der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion. Willkommen bei Welt. Was heißt denn das? Also eine Strecke jetzt mal für Monate dicht. Reden wir mal über die Konsequenzen, über die praktischen Auswirkungen. Ja, also man muss ganz klar sagen, es tut Not. Es ist zu viel gespart worden. Gespart worden klingt fast noch positiv. Also es wurde einfach die Bahn auf Verschleiß gefahren. Und das heißt, wir müssen jetzt sanieren. Das passiert auch. Dafür wird viel Geld, zum ersten Mal sehr viel Geld bereitgestellt. Das ist gut und richtig so. Und ja, das heißt, wir müssen einen Schienenersatzverkehr organisieren für die hochbelasteten Strecken, wo dann eben gebaut wird. Wir müssen, oder die Bahn muss sauber informieren über das, was ansteht. Und ja, dann muss vor allem schnell saniert werden, damit diese Zustände auch rasch überwunden werden. Na ja, gut, das mit dem Schnell ist immer so eine Sache. Viele Faktoren kann man sicherlich nicht beeinflussen. Aber das ist doch was nicht von gestern zu heute passiert, dass man feststellt, ui, wir sind überfordert. Nicht nur punktuell, sondern strukturell und grundsätzlich und überhaupt. Ganz klar, in der Vergangenheit wurde uns unter Herrn Scheuer, unter Herrn Dobrindt, unter Herrn Ramsauer, also den Verkehrsministern der Vergangenheit. Union, ne? Das war die Union. Und Herrn Merz haben wir gerade gehört, der nur festgestellt hat, das aber mit einem Ausdruck, der einen glauben lässt, naja, wir können nichts dafür, aber wir tun jetzt, was wir können. Sie können was dafür. Sie haben ganz klar immer gesagt, wir müssen noch was Neues bauen und haben sich um den Bestand einfach null gekümmert. Da wurde abgebaut, da wurden Weichen geschliffen und Ähnliches. Und das führt jetzt zu diesem Zustand. Aber das hilft ja nicht, sich darüber zu beklagen. Wir müssen jetzt damit umgehen. Da sind die wesentlichen Schritte jetzt vorgezeichnet. Geld in die Hand nehmen, die Bauwirtschaft informieren und auch dann beauftragen, die gesetzlichen Grundlagen schaffen. Das ist am Rollen. So, und trotzdem ist es so, das ist wie mit der bitteren Medizin, die man da schlucken muss. Das ist im ersten Augenblick dann auch nicht schön, aber es tut Not, damit es besser wird. So, und trotzdem finde ich das, was Herr Merz gesagt hat, vollkommen daneben, weil zu sagen, die Bahn muss jetzt mal schrumpfen, das bedeutet ja nichts anderes, als dass wir unserer Wirtschaft was Schlechtes antun, indem wir weniger Kapazität zur Verfügung stellen, dass wir den Leuten, die aufs Pendeln angewiesen sind, was Schlechtes tun, weil die sind in ihrer Freiheit eingeschränkt und ehrlich gesagt auch allen Autofahrenden tun wir was an, weil wo geht denn der Verkehr hin, wenn er nicht auf der Schiene stattfindet? Ja, genau, auf die Straße. Das heißt mehr Lkw-Verkehr auf den Autobahnen, das heißt mehr Autoverkehr in den Straßen und das heißt eben auch mehr Stau. So, und das kann man alles nicht wollen und deswegen ist es die verdammte Pflicht der Politik, auch von Herrn Merz, der Bahn, zu schauen, wie kriegen wir das so modelliert, dass möglichst viel Schienenverkehr stattfindet, um eben die Straßen zu entlasten. Die sind ja auch überlastet. Und das heißt eben auch zu sagen, Sanieren und Erhalt geht vor Neubau. Und das gilt, das hat in der Vergangenheit schon gegolten, wurde dort missachtet. Das baden wir jetzt aus. Aber das gilt eben auch für die Jetztzeit. Wir müssen dann ganz klar einen Schwerpunkt setzen. Schauen wir ganz kurz nochmal, Riedbahn, inwiefern ist das oder inwieweit ist das tatsächlich auch ein wesentliches Kernelement für die Sanierung bzw. für ein funktionierendes Netz? Wie wichtig ist das? Auf der Riedbahn findet wahnsinnig viel Verkehr statt. Das ist die Strecke zwischen, nicht jeder weiß, was die Riedbahn ist, die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt am Main. Und in Bahnkreisen wird immer wieder gesagt, wenn es auf der Riedbahn, wenn da ein Husten ist, dann merkt man das auch in Hamburg und auch in München, weil da eben so viel Verkehr drauf stattfindet.
Nochmal, auch dort ist jetzt eine Engstelle, die muss man beheben. Da kann man teilweise umfahren, teilweise mit Schienenersatzverkehr lösen oder zumindest mindern das Problem. Aber am Ende des Tages braucht die Bahn einen Fitnesskurs und keine Schrumpfkur. So, mal gespannt, wann wir uns widersprechen. Herr Gebel, Dankeschön für das Gespräch.